Hallo meine Freunde, hola Madridistas, willkommen zum schönsten Tag der Woche, zum Spieltag von Real Madrid. Aber ich versuche immer ganz ehrlich mit euch zu sein und heute habe ich ein geteiltes Herz. Auf der einen Seite ist das letzte Spiel 2 Wochen her. Natürlich habe ich Lust auf Real Madrid, will unsere Jungs wieder Fußball spielen sehen. Auf der anderen Seite habe ich nicht das Kribbeln im Bauch, das Feuer, die Schmetterlinge, wie ich sie noch vor 3-4 Wochen hatte. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Mannschaft ist in der Bringschuld nach den wirklich schlechten Spielen gegen Liverpool und Rayo Vallecano, wo wir in 2 Spielen kein Tor gemacht haben, nicht mal eine Expected Goals von 1 erreicht haben. Ich bin in der Hoffnung, dass mir unsere Jungs heute endlich diese Illusion zurückgeben. Dieses Feuer, was von der Mannschaft auf die Fans überspringen sollte, was Xabi Alonso versprochen hat. Ja, und heute in dem Video bringe ich euch alles, was es zu dem Spiel heute zu sagen gibt. Und mit alles meine ich wirklich alles. Wir schauen uns unter anderem das Abschlusstraining an. Wir schauen uns die Nominierungsliste an. Wer von den Verletzten hat es geschafft, wer nicht. Ich habe mir aus der Pressekonferenz von Xabi Alonso eine Antwort rausgesucht, die sehr viele von euch interessieren mag. Und wir schauen uns auch die erwartete Aufstellung an. Und wie ihr es kennt, am Ende des Videos machen wir natürlich auch die Aufstellung, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Aber dieses Video handelt sich nicht nur um das Spiel gegen Elche. Es gibt auch andere Informationen, unter anderem zu Vini Junior und seiner Vertragsverlängerung. Denn laut dem AS, laut José Félix Díaz, dem neuen Chef im AS, ist Real Madrid und Vini Junior kurz vor einer Einigung. Was da los ist und noch vieles, vieles mehr, alles in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, fangen wir mit der wohl wichtigsten Nachricht des Tages an, denn heute ab 10 Uhr ist die Jahreshauptversammlung von Real Madrid und das ist die mit Abstand interessanteste und wichtigste Jahreshauptversammlung in den letzten Jahren. Und zwar geht es wohl unter anderem darum, dass Florentino Pérez den Mitgliedern den Vorschlag bereiten, dass Investoren in Real Madrid investieren können. Florentino Pérez hat den Wert von Real Madrid auf ca. 10 Milliarden Euro geschätzt und 5-10% von diesem Real Madrid sollen an Investoren verkauft werden dürfen. Immer nur, wenn die Mitglieder einverstanden sind. Das wären dann 500 Millionen bis 1 Milliarde. Bin ich gespannt, wie die Mitglieder darauf reagieren werden und wie die Abstimmung dann aussehen wird. Die wäre aber nicht heute, die wäre dann in einer anderen Versammlung, denn heute sind nur die ausgewählten Mitglieder da, die Mitglieder, die von den anderen Mitgliedern gewählt wurden, aber so eine strukturelle Umänderung, die ein Real Madrid dann ja machen würde, so eine große Entscheidung, müssten alle Mitglieder mit abstimmen, finde ich richtig so. Ich bin noch nicht so ganz von der Idee überzeugt, bin ich ganz ehrlich. Vor allem nicht davon, dass jeder Socio so eine Aktie bekommen soll, quasi, die unter Socios nur verkauft werden dürfen. Ich habe es euch in einem Video schon mal erklärt. Irgendwie kann ich mich mit dem Gedanken noch nicht so ganz anfreunden. Wie dem auch sei, sehr wichtiger Tag für den Madridismo. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf den sportlichen Aspekt. Da schauen wir uns erstmal die Ergebnisse von der spanischen Liga von gestern an. Das Ergebnis, was uns am meisten interessiert, ist das von dem wohl größten Rivalen in dieser Saison, dem FC Barcelona. Und man muss sagen, die haben absolut verdient, souverän mit 4:0 gegen Athletic Bilbao gewonnen. Das Ganze ohne Pedri und ohne De Jong, also Respekt dafür. Und es war gleichzeitig das erste Spiel wieder zurück im Spotify Camp Nou. Ja, und ich möchte jetzt hier keinen Hass verbreiten und es gibt Leute, die machen sich darüber lustig. Erstens, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dieses neue Spotify Camp Nou ist noch lange nicht das Endprodukt, wo das Stadion irgendwann mal hinkommen soll. Die werden das Stadion jetzt in 4-5 Monaten, glaube ich, nochmal schließen. Dann kommt darüber ein Dach. Weiß ich alles und es wird mit Sicherheit noch besser.
Was man bis jetzt so sieht, die LED-Lichter und so, das wirft nicht das beste Licht auf dieses ganze Bauprojekt. Aber jetzt mal eine ehrliche Frage. Ich weiß, ich habe Barca-Fans in den Kommentaren und die schauen meine Videos. Das Stadion war über 900 Tage geschlossen quasi oder in Bearbeitung. Und wenn man jetzt das Vorher- und Nachher-Bild sieht, dann frage ich mich, was wurde denn in den letzten 3 Jahren da gemacht? Warum hat das so lange gedauert? Wie gesagt, ich will mich über das neue Stadion nicht lustig machen. Es wird mit Sicherheit, wenn es mal fertig ist in 2, 3 Jahren, also das wird noch was dauern, auch ein Monsterstadion, bin ich mir sicher. Aber ich frage mich, was haben die denn in den 3 Jahren gemacht? Naja, das ist eine persönliche Frage. Könnt ihr gerne eure Meinung in den Kommentaren lassen. Vielleicht liege ich ja da komplett falsch und ihr seht alle eine große Veränderung. Ja, das war das gestern. Kommen wir zu heute. Heute gibt es 2 interessante Spiele, denn heute um 18:30 Uhr spielt Atletico Madrid, einer der Hauptkonkurrenten, bei Getafe. Bei Getafe ist es immer sehr, sehr schwer. Letzte Saison hat Atletico Madrid dort Punkte gelassen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe so ein Gefühl, dass Atletico Madrid das heute da locker gewinnt. Keine Ahnung, sagt mir mein Gefühl. Aber wehe, irgendeiner von euch rennt mit diesem Gefühl zu einem Tipphaus oder so. Auf keinen Fall, mein Gefühl kann auch schon mal daneben liegen. Ja, und zu guter Letzt heute 21 Uhr. Elche gegen Real Madrid. Ein sehr, sehr schweres Spiel. Elche ist eine Mannschaft, die nicht spielt wie ein Aufsteiger. Im Gegenteil, die pressen hoch, sind sehr aktiv, sogar gegen Barcelona. Auswärts waren sie teilweise die bessere Mannschaft, haben verloren, aber haben an die Latte und den Pfosten geschossen. Die werden es Real Madrid nicht einfach machen. Ja, und wir schauen uns für dieses Spiel den Kader von Real Madrid an. Ja, und da gibt es nicht nur gute Nachrichten. Ich habe gestern angekündigt, ein Alaba könnte ausfallen. Er ist ausgefallen. Ich habe angekündigt, ein Rüdiger und ein Tchouaméni haben teilweise am Training teilgenommen. Und beim Abschlusstraining wurde geschaut, ob sie es schaffen. Beide haben es nicht geschafft. Also in dem Fall das schlimmste Szenario. Alaba fällt aus, Tchouaméni und Rüdiger. Ja, und wenn man sich so die ganzen Reihen anschaut, im Sturm sieht's gut aus, aber sowohl in der Abwehrreihe als auch im Mittelfeld sind wir nicht so dolle besetzt. Ja, das soll unter anderem auch in der Aufstellung sich gleich widerspiegeln, denn ich glaube, Xabi Alonso hat gar nicht so viele Alternativen und man kann das heutige Team schon ziemlich genau erraten. Ja, und bevor ich gleich aber zu Xabi Alonso und seiner Pressekonferenz komme, zu der Antwort, die ich mir rausgesucht habe, schauen wir uns erst einmal das Abschlusstraining von Real Madrid gemeinsam an. Ja, gute Stimmung, viele Tore. Man sieht, dass die Jungs hoffentlich bereit sind für das schwere Spiel heute in Elche. Ich hoffe, die haben in ihren Köpfen realisiert, dass die in der Bringschuld sind. Der Madridismo verlangt heute eine Reaktion auf die wirklich schlechten Spiele. Naja, es ist kein dankbares Spiel, nach einer Länderspielpause zu einem Aufsteiger zu kommen, der sich seit 2 Wochen konzentrieren kann, vorbereiten kann,
Real Madrid analysieren kann, die werden uns heute mit Messern zwischen den Zähnen empfangen. Wir müssen dagegen halten, sonst geht das Ganze daneben. Ja, ob Xabi Alonso diese Mannschaft noch so im Griff hat, dass die auch wirklich dagegen halten, das ist ja so eine Frage, die seit 2 Wochen im Raum steht und viele haben die Pressekonferenz von unserem Trainer sehnsüchtig erwartet. Ich auch, habe mir die natürlich angeschaut und man muss sagen, ein Xabi Alonso hat sehr viel Feuer aus dem Thema genommen, aber die Presse hat auch gar nicht so intensiv gefragt. Hat mich ein bisschen verwundert. Die einzige Frage, die in die Richtung geht, war so eine indirekte Frage. Da wurde nämlich nur gefragt, was ist eigentlich wichtiger als Trainer von Real Madrid? Dass du ein Taktiktrainer bist oder dass du für gutes Ambiente sorgst? Hören wir uns die Antwort von unserem Trainer an. Angesichts Ihrer Erfahrung als Spieler bei diesem Verein und jetzt als Trainer, wollte ich Sie fragen, was wichtiger ist, der technisch-taktische Aspekt mit den Spielern oder die Mannschaftsführung? Beides. Überall, aber hier bei Madrid ist es natürlich sehr wichtig, wegen des Umfelds, in dem wir uns befinden, wegen des hohen Anspruchs. Man muss mental stark sein, man muss dieses emotionale Gleichgewicht haben, um wettbewerbsfähig zu sein und damit es nicht zu einer Achterbahn der Gefühle nach jedem Spiel wird. Man darf weder im Optimismus noch im Pessimismus sehr übertrieben sein. Und man braucht ein bisschen von der harten Hand und ein bisschen Fingerspitzengefühl. Ja, und so oder so ähnlich waren gestern quasi alle Antworten von Xabi Alonso. Sehr, sehr diplomatisch, alles ganz entspannt runtergespielt. Gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, er hat nicht mehr diese Illusion, dieses Feuer wie am Anfang der Saison. Naja, vielleicht ist das so ein bisschen Betriebsalltagsgefühl, so es ist immer wieder das gleiche. Pressekonferenz Nummer 20 ist natürlich nicht so interessant wie Pressekonferenz Nummer 1, 2 und 3. Vielleicht liegt es daran, ich hoffe auf jeden Fall, dass unsere Jungs heute auf dem Spielplatz wieder dieses Feuer haben. Ansonsten wäre ich sehr, sehr enttäuscht. Ja, und welche Jungs heute spielen sollen, das hat Marca und AS für uns herausgefunden. Zumindest behaupten die das. Was ihr da seht, ist die Aufstellung, die der AS vorsagt. Und wie ihr seht, es ist in der Abwehr nicht sehr viele Alternativen. Die Überraschung wäre, dass Trent Alexander-Arnold wieder starten soll, aber das bin ich ganz ehrlich, das hat Xabi Alonso gestern in der Pressekonferenz mehr oder weniger durch die Blume gesagt. Er verrät nie Ausstellungen, aber er hat gesagt, ja, Trent Alexander-Arnold hat sehr an sich gearbeitet, privat und mannschaftlich hat er da sehr viel gearbeitet. Und jetzt, da er wieder bei 100% ist, haben wir natürlich ganz andere Alternativen wieder in der Aufstellung als rechter Verteidiger. Also Trent Alexander-Arnold, ich habe da durch die Blume verstanden, dass der heute spielen wird. Marca und AS behaupten das auch beide. Ja, dadurch wäre auf der Doppel-6 ein Arda Güler und ein Eduardo Camavinga. Tchouaméni, wie gesagt, hat es nicht in den Kader geschafft. Davor Bellingham auf der 10. Fede Valverde wieder zurück als rechter Flügel. Das ist nämlich auch ein sehr interessanter Aspekt. Fede Valverde hat die Position schon mal gespielt. Madrid hat damit die Champions League gewonnen. Wir erinnern uns alle an die Flanke oder an den Pass, besser gesagt, von rechts gegen Liverpool. Vini Junior schiebt ihn am zweiten Pfosten rein und Real Madrid gewinnt dieses Spiel dank Thibaut Courtois und diesem Tor und gewinnt die Champions League. Ja, Real Madrid hat rechts vorne noch keine Lösung gefunden, die uns alle überzeugt. Wir haben einen Franco Mastantuono, der unglaublich viel nach hinten ackert, eine unglaublich hohe Arbeitsrate hat. Aber nach vorne fehlt ihm das letzte Quäntchen. Hier und da sieht man gute Ansätze, gute Dribblings. Ja, aber er hat bisher erst ein Tor. In Brahim ist irgendwie im Niemandsland. Es ist nicht mehr der Brahim, der vor 2 Jahren dir einen Ball gepackt hat und an allen vorbeigegangen ist. Er ist auch noch nicht in Topform und Fede Valverde hätte da seine neue Position. Das zumindest behaupten die spanischen Medien. Ja, und jetzt kommen wir zu einer Nachricht. Und zwar die Vertragsverlängerung zwischen Vini Junior und Real Madrid ist, glaube ich, das größte Thema in den letzten Monaten. Real Madrid ist in einer Situation, in der sich Real Madrid eigentlich nie befindet. Und zwar, dass einer der Leistungsträger innerhalb der nächsten 2 Jahre keinen Vertrag mehr hat. Der Vertrag endet in 1,5 Jahren. Real Madrid klärt so etwas eigentlich immer sehr, sehr frühzeitig, sehr, sehr langfristig. Der Stress zwischen Vini Junior und Xabi Alonso bei der Club-WM hatte dazu geführt, dass ein Vertrag, der eigentlich schon dingfest war, nicht unterschrieben wurde.
Vini Junior war unzufrieden damit, dass Xabi Alonso ihn auf der Bank lassen wollte. Vini Junior wollte dazu auch noch mehr Geld, wollte den gleichen Status wie ein Kylian Mbappé und Real Madrid hat von Anfang an klar gemacht, das wird es nicht geben. Kylian Mbappé hat natürlich eine Prämie dafür bekommen, dass er kostenlos gekommen ist von Paris Saint-Germain, ein Spieler, der einen Marktwert von fast 200 Millionen hat. Natürlich lässt er sich das bezahlen. Ja, und nach den ganzen turbulenten Zeiten, auch in den letzten 2-3 Wochen mit diesen ganzen Gerüchten, die gestreut wurden, auch von der Seite Vini, gab es gestern laut AS einen Durchbruch bei diesen Verhandlungen. Lesen wir uns den Artikel da zusammen einmal durch. Vinicius' Erneuerung ist unerlässlich. Bei Real Madrid ist man sich sicher, dass der Brasilianer eine Bereicherung für den Verein ist. Und der Spieler weiß, dass sein Platz im Bernabeu ist. Der Transfer oder die Verhandlungen verläuft planmäßig. Vinicius ist glücklich im Santiago Bernabéu. Er möchte weiterhin für Real Madrid spielen und daher seinen Vertrag, der am 30. Juni 2027 ausläuft, verlängern. Real Madrid und die Vereinsführung wünschen sich, dass der Brasilianer auch nach diesem Datum weiterhin das weiße Trikot trägt. Beide Seiten wissen, was die jeweils andere will. Sie haben kürzlich miteinander gesprochen und eine Lösung ist in Sicht. Eine Einigung, die bereits im Februar letzten Jahres erzielt schien, aber letztendlich nicht zustande kam, ihr wisst ja jetzt warum, und so zeitweise für Spannungen im Sommer sorgte. Die Führungsetage von Real Madrid betrachtet Vinicius als wertvolle Verstärkung für den Verein. Daran besteht kein Zweifel. Gleichzeitig ist ihnen aber auch bewusst, dass der Verein über jedem einzelnen Spieler steht. Eine Tatsache, die der Brasilianer seit Beginn der nunmehr 9-monatigen Verhandlungen akzeptiert hat. Eine Verlängerung seines in 1,5 Saisons auslaufenden Vertrages steht schon länger zur Debatte. Stets unter Berücksichtigung der etablierten Richtlinien, die der Verein für alle Spieler vorgibt. Ein Prinzip, das sich in den letzten Jahren immer wieder bewährte. Ja, also der Artikel geht noch weiter. Es geht darum, dass Vini in Brasilien unter Carlo Ancelotti ein bisschen zur Ruhe gekommen ist. Durch seine ganze Wut, die der in Real Madrid aufgestaut hatte unter Xabi Alonso etc. Könnt ihr euch gerne durchlesen im AS von José Félix Díaz. Ja, aber das Wichtigste habe ich euch ja mitgeteilt. Anscheinend hatten sie sich geeinigt oder sind einer Einigung näher gekommen. Ein Vini hat verstanden, dass er nicht über Real Madrid steht, dass er sich an das Gehaltsgefüge halten muss. Real Madrid macht das jedem Spieler klar. Wenn du zu uns kommen möchtest, musst du in unser Gehaltsgefüge passen. Wir machen da keine Ausnahmen. Natürlich verdienen Spieler, die keinen Transfer gekostet haben, etwas mehr. Das war bei einem David Alaba so, bei einem Antonio Rüdiger so, bei einem Kylian Mbappé so. Das ist halt immer so, wenn jemand kostenlos kommt, lässt er sich diesen Transfer bezahlen. Das ist in der Welt des Fußballs aber normal. Ja, im Großen und Ganzen ist sich aber Real Madrid und Vini sind aufeinander zugekommen. Und ich bin ganz ehrlich, Vini Junior, den ganzen Heckmeck mal ausgeblendet. Auf dem Platz als linker Flügel ist er der beste linke Flügel auf diesem Planeten. Dieser Mann hat in 2 Champions-League-Finalen getroffen. In einem Finale hat er uns fast alleine gebracht gegen die Bayern. Ich weiß, Rossello kriegt die Lorbeeren, der hat die Tore gemacht. Aber Vini Junior hat die Bayern zermürbt. Über 180 Minuten in beiden Spielen. Und das Ganze hat er davor in den Saisons auch schon teilweise gemacht. Damals noch mit Unterstützung von Benzema etc. Courtois vor allem. Aber Vini Junior ist absolute Weltklasse. Eine Bereicherung für jede Mannschaft auf diesem Planeten. Und im Endeffekt, wenn er sich wieder auf Fußball besinnt, ist diese Vertragsverlängerung eine tolle Nachricht für Real Madrid. Das ist zumindest meine Meinung. Ja, und bevor ich euch entlasse, nicht so ganz, denn ich hoffe natürlich, jeden einzelnen von euch heute Abend beim Live-Watch-Along zu sehen. Natürlich mache ich eine Watch-Party. Ich hoffe, wie gesagt, so viele wie möglich von euch schauen mit mir zusammen das Spiel. Aber bevor ich euch entlasse, möchte ich euch noch die Ausstellung sagen, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Ja, und heute kann ich es mir tatsächlich sehr, sehr einfach machen. Was ihr da seht, ist quasi die Aufstellung, die der AS ausgewählt hat. Und ich würde die gleichen Spieler nehmen. Ich würde nur eine Sache ändern. Und zwar, wie ihr wisst, ich würde Jude Bellingham mit Arda Güler tauschen.
Warum? Ich glaube, die Connection zwischen Arda Güler und Kylian Mbappé ist unerreicht. Ich glaube auch, das ist eine der großen Änderungen, warum wir dieses hohe Pressing verloren haben. Arda Güler, die Statistiken haben das unterstrichen, ist einer der Spieler oder der Spieler von Real Madrid, der die meisten Pressing-Momente im offensiven Drittel, im defensiven Drittel hat. Also der Türke spielt nicht nur unglaubliche Pässe auf Kylian Mbappé, das ist, was der Zuschauer sieht. Aber was ein Trainer sieht, was ein Trainer beurteilt, ist natürlich auch seine Arbeitsmoral. Und da ist der Türke unangefochten Erster im Mittelfeld von Real Madrid. Ich glaube also, der Türke würde nicht nur helfen, dass Kylian Mbappé wieder mehr in der Mannschaft drin wäre. Die letzten 2 Spiele war der Franzose ja komplett verloren. Ich glaube auch, er würde unglaublich helfen, dass wir endlich wieder dieses hohe Pressing sehen. In diesem Fall auch einem Fede Valverde an seiner Seite. Ich glaube, das könnte etwas sehr, sehr Schönes werden für Real Madrid. Ja, das wäre also meine Ausstellung für das Spiel heute Abend. Ich bin gespannt, was du zu meiner Ausstellung sagst. Ich bin gespannt, was du zu diesem Video sagst. Lass deine Meinung bitte in den Kommentaren. Und wenn du schon da bist, liken, teilen, lass ein Follow da, wenn du das nicht gemacht hast. Und hypen, hypen, hypen. Wir sehen uns heute Abend wieder. Bis dahin. A la Marie!